Sie werden schockiert sein, aber sogar in unserer Zeit ist die Piraterie auf hoher See weit verbreitet. Ich sage Ihnen mehr, das sind sehr gefährliche Banditen, vor denen man sich schützen muss. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, warum es heutzutage immer noch Piraten gibt, wo sie sich aufhalten und wie Handelsschiffe sich vor ihnen schützen. Und gegen Ende des Videos werden Sie eine sehr interessante Geschichte darüber hören, wie die UdSSR den Piraten jegliche Lust genommen hat, ihre Schiffe anzugreifen. Viel Spaß beim Ansehen. Wussten Sie, dass Piraten schon seit mehreren hundert, wenn nicht 1000 Jahren existieren? Ja, die ersten Erwähnungen von Seeräubern datieren noch auf die Jahre vor unserer Zeitrechnung. Sie tauchten etwa zur gleichen Zeit auf wie die ersten Handelsschiffe, und das scheint mir auch sehr logisch. Warum sollte man Landkonvois mit Waren überfallen, wo man leicht auf Wachen und Militär treffen kann, wenn man stattdessen Schiffe angreifen kann, auf denen höchstens 10 Besatzungsmitglieder sind und eine riesige Menge an Waren? Aus dieser Logik heraus entstand die Piraterie. Moderne Piraten sehen jedoch ganz anders aus als die Helden aus den Filmen Fluch der Karibik. Sie sehen eher aus wie eine vollwertige Armee, die bis an die Zähne mit Schusswaffen bewaffnet ist. Und sie leben in der Nähe der beliebtesten Handelsrouten, auf denen ständig riesige Frachtschiffe unterwegs sind, deren Ladung das Budget eines kleinen Landes wert sein kann. Sie fragen sich vielleicht, wie es im 21. Jahrhundert überhaupt noch Piraten geben kann? Ich antworte Ihnen, ganz einfach. Die modernen Seebanditen stammen aus afrikanischen Ländern. Und wie wohl jedem bekannt ist, gehören die Länder auf diesem Kontinent nicht zu den reichsten. Dort gibt es enorme Probleme in nahezu allen Bereichen, ganz zu schweigen von der Kriminalität. Was kann man erwarten, wenn es in Afrika manchmal schwer ist, Trinkwasser zu finden? Außerdem hat der Nachhall des Krieges in Somalia stark dazu beigetragen. Es gibt viele Waffen, aber das Land ist zerstört. Es gibt nicht einmal genug zu essen. Also suchen die Bewohner nach jeder möglichen Gelegenheit, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Wie ich bereits erwähnt habe, unterscheiden sich die modernen Piraten stark von ihren alten Vorgängern. Auf riesige und schnelle Frachtschiffe geht niemand mehr mit Speeren und Bögen los. Heutzutage haben die Banditen durchaus moderne Gewehre, Granatwerfer und sogar Raketenwerfer. Wenn all diese Waffen zu Beginn der 2000er Jahre alt und rostig waren, dann ähneln diese Piraten heute nach Jahrzehnten eher einer privaten Armee. Und zu Beginn ihres Weges fuhren sie mit alten, löchrigen Booten hinaus aufs Meer, die nur selten moderne Schiffe einholen konnten. Aber heute benutzen die Diebe die modernsten und schnellsten Militärboote der Welt. Wie greifen sie dann an? Sie holen das Frachtschiff einfach ein, nähern sich ihm von hinten und entern es. Mit Schusswaffen kann selbst eine kleine Gruppe von Banditen ein Schiff kapern. Meistens erfolgt der Angriff durch mehrere Gruppen in 2 oder 3 Booten. Die Piraten können auch Raketenwerfer oder Granatwerfer einsetzen. Meistens werden sie verwendet, um Objekte auf dem Deck zu zerstören oder die Steuerung des Schiffes außer Betrieb zu setzen. Der faszinierendste Fakt für mich ist jedoch, dass die Piraten moderne Ressourcen nutzen, um vorbeifahrende Schiffe zu verfolgen. Neben coolen Radarsystemen, die ihnen helfen, sich im offenen Ozean zu orientieren, verwenden sie auch eine spezielle App namens Marine Traffic. Das ist das Pendant zu dem allseits bekannten Flight Radar, das in Echtzeit alle Schiffe verfolgt. Auf dieser Website wird die Route des Schiffes, die Firma, die es besitzt, und sogar die Anwesenheit von Wachen angezeigt. Dank dieser Funktion wurde das Leben für die Piraten viel einfacher. Stellen Sie sich vor, Sie können nicht nur ein zufälliges Schiff, das an Ihnen vorbeifährt, angreifen, sondern gezielt die Schiffe, auf denen man ihnen keinen Widerstand leisten kann. Es bleibt also zu hoffen, dass eine solche Funktion bald entfernt wird. Sonst sieht es so aus, als ob die modernen Menschen sich selbst Knüppel zwischen die Beine werfen. Natürlich gefällt niemandem ein solcher Zustand. Milliarden Dollar durch ein paar dumme Eingeborene mit Geweih. Rehen zu verlieren will niemand. Und leider passiert das trotzdem. Außerdem möchte niemand sein Leben verlieren, nur weil er als gewöhnlicher Matrose Fracht transportiert. Was sollen also alle Beschäftigten im Transportwesen tun? Ich kenne die Antwort. Sie engagieren einfach bewaffnete Wachen. Es gibt grundsätzlich 2 Arten solcher Wachen. Die erste ist staatlich. Das bedeutet, dass sie einen Vertrag mit der regulären Armee abschließen. Es werden mehrere bewaffnete Soldaten auf ihr Schiff geschickt, die sie im Notfall schützen sollen.
Allerdings, nach den Bewertungen, die ich gefunden habe, ist dies nicht die beste Option. Der Grund dafür ist, dass die Preise für den Schutz von Handelsschiffen durch staatliche Stellen sehr hoch sind. Und es könnte sein, dass sie ihnen einen Soldaten schicken, der bestenfalls mal auf einer Kirmes in seiner Heimatstadt auf eine Zielscheibe geschossen hat. Zudem legen einige Regierungen den Handelsgesellschaften Steine in den Weg. Einige Staaten verpflichten die Schiffe förmlich, nur ihren Schutz zu nutzen und verbieten den Zugang zu privaten Firmen. Apropos, es gibt auch private Söldner, die ebenfalls bis an die Zähne bewaffnet und sehr gut ausgebildet sind. Die Preise für solche Dienstleistungen sind niedriger als bei staatlichen Angeboten und der Schutz ist ungefähr gleich. Allerdings kommen sie nicht im Hafen an Bord. Alle diese Söldner befinden sich auf speziellen schwimmenden Basen in internationalen Gewässern. Das ist so gemacht, um rechtliche Probleme aufgrund des Waffenbesitzes zu vermeiden. Handelsschiffe fahren also einfach an einen speziellen Ort, wo ein Boot mit bewaffneten Männern an sie heranfährt. Und das war's. Am Ende der Route werden sie auf die gleiche Weise wieder auf offener See abgesetzt. Und ich verstehe, warum das so gemacht wird. Stellen Sie sich vor, Sie transportieren Tonnen von Weizen und an Bord sind Leute mit Gewehren. Bürokratie lässt sich nicht vermeiden und vielleicht sogar Gefängnis. Heute werde ich hauptsächlich über Söldner sprechen, weil sich ihre Arbeit im Wesentlichen nicht sehr von der eines Soldaten unterscheidet, wenn das Schiff von Militärs bewacht wird. Also, womit sind Sie bewaffnet? An Bord des Schiffes steigen ausgebildete Männer mit Schusswaffen. Das sind ganz normale Gewehre und natürlich Munition dafür. Wie viel Waffen ihre Wachen und auch die Söldner selbst haben, hängt nur von ihrem Budget ab. Für besonders teure Frachten wird oft ein Team von 15, 20 Personen engagiert. Und wenn ihre Firma sich entschieden hat zu sparen, dann befinden sich vielleicht nur 3, 4 Personen an Bord und hoffen wir, dass jeder von ihnen ein Gewehr hat. Anstelle von Gewehren können auch Maschinengewehre und Granatwerfer sowie Wasserkanonen eingesetzt werden. Die Söldner beginnen, sobald sie an Bord kommen, sofort Feuerstellungen aus den verfügbaren Mitteln zu organisieren. Alles, was irgendwie vor Kugeln schützen kann, wird verwendet. Außerdem wird Stacheldraht um das Schiff herum gespannt. Ihre Arbeit ist nicht einfach, denn um einen gefährlichen Abschnitt zu durchqueren, braucht man mehrere Tage. Und während dieser Zeit wird ihre Wache ständig auf der Hut sein. Einige Männer an Bord werden 24 Stunden Wache halten, immer auf einen Angriff gefasst. Dafür bekommen sie aber auch sehr viel Geld. Trotzdem rate ich Ihnen, nicht einmal an eine solche Arbeit zu denken. Denn ein Schiff zu bewachen ist nicht einfach. Sie müssen stundenlang unter der brennenden Sonne stehen oder in sehr kaltem und feuchtem Wetter. Ganz zu schweigen davon, dass diese Arbeit an sich sehr gefährlich ist. Und ja, wenn Sie denken, dass Piraten nicht einmal in die Nähe eines bewachten Schiffes kommen können, dann irren Sie sich gewaltig. Ich habe einen Artikel gefunden, in dem ein solcher Söldner interviewt wurde. Und er beschrieb alle Phasen der Vorgehensweise im Falle eines Angriffs. Also, auf die Piraten blindlings zu schießen hat niemand vor. Der Grund dafür ist, dass, wenn ein Söldner jemanden tötet und es Zeugen gibt, die vor Gericht aussagen könnten, er nicht um eine Strafe herumkommt. Deshalb warnen die Wachen die Banditen zunächst, dass es ihnen schlecht ergehen wird. Oft ziehen sich die Piraten zurück, sobald sie eine bewaffnete Person an Bord sehen. Wenn die bloße Anwesenheit von Waffen die Diebe nicht abgeschreckt hat, werden Warnschüsse in die Luft abgegeben. Das ist eine itere Methode, um Konfrontationen zu vermeiden. Und ich sage Ihnen, sie ist sehr effektiv. Denn die meisten Piraten drehen sofort um. Wenn das auch nicht hilft, werden Warnschüsse in Richtung der Angreifer direkt auf das Wasser abgefeuert. Aber was tun, wenn Sie auf besonders hartnäckige Banditen treffen? Kann man dann auf sie schießen? Und hier irren Sie sich auch. Der nächste Schritt besteht darin, auf das Boot zu schießen, um es außer Gefecht zu setzen. Das ist allerdings sehr schwierig, da sie sich sehr schnell bewegen. Und die Piraten gehen ohne zu zögern auf das Entern los, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass sie ins Wasser fallen und unter den Propeller geraten könnten. Aber was, wenn sie schon am Schiff sind, kann man dann auf sie schießen? Sowohl ja als auch nein. Die Söldner zielen auf die Hände und Füße, um den Piraten zu verletzen und außer Gefecht zu setzen. Und natürlich werden Wasserkanonen eingesetzt, die jeden leicht außer Gefecht setzen können. Und nur im äußersten Notfall, wenn die Piraten bereits an Bord sind und es zum Kampf kommt, darf man überall hinschießen. Hier geht es dann schon um das Überleben, da wird niemand lange überlegen. Allerdings kann man selbst in solchen Fällen für einen Mord ins Gefängnis kommen. Um sich vor Strafe zu schützen, verwenden die Söldner spezielle Actionkameras, die alle ihre Handlungen aufzeichnen. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, kann man leicht seine Unschuld beweisen.
Eine weit interessantere Operation beschloss die Führung der UdSSR durchzuführen. In den 1950er Jahren wurden sowjetische Schiffe in der Nähe von Taiwan häufig angegriffen. Tatsächlich raubten die Piraten in diesen Jahren nicht nur Schiffe unter sowjetischer Flagge aus, sondern auch alle anderen. Doch nur die Sowjetunion kam auf eine radikale Lösung des Problems. Die Führung des Landes war durch die ständigen Piratenangriffe stark verärgert. Um den Piraten jegliche Lust zu nehmen, ihre Frachtschiffe und Tanker anzugreifen, tarnten sie ein riesiges Landungsschiff als gewöhnliches Frachtschiff. Und was mich sehr überrascht ist, dass sie das sehr gut gemacht haben. Die Piraten bissen tatsächlich auf diesen Köder an. Eines schönen Tages tauchten Dutzende Boote am Horizont auf. Auf allen befanden sich bewaffnete Banditen, die ohne zu zögern jedes Schiff angegriffen hätten. Aber was mich am meisten schockiert ist, dass diese Piraten kein Pardon mit der Besatzung kannten. Normale Seeleute wurden geschlagen, vergewaltigt und einige sogar getötet. Daher wurde beschlossen, mit den Piraten genauso zu verfahren. Als die Boote sich dem Schiff näherten und die Banditen zum Entern ansetzten, warfen die Soldaten die Tarnung vom Schiff ab und eröffneten das Feuer auf die unerwünschten Gäste. An Bord des Schiffes befanden sich mehrere hundert bis an die Zähne bewaffnete Marineinfanteristen, die zudem sehr gut ausgebildet waren. Die Piraten hatten in diesem Kampf absolut keine Chance auf einen Sieg. Gerüchten zufolge wurden alle Piraten innerhalb weniger Minuten eliminiert und keiner der Banditen kehrte jemals nach Hause zurück. Dieses Ereignis schlug in der kriminellen Welt hohe Wellen. Alle sprachen darüber, was geschehen war. Und dank dieser Operation ließen die Piraten die sowjetischen Schiffe in Ruhe. Sie hatten einfach Angst, sich ihnen zu nähern. Wer weiß, was die Sowjets als nächstes erfinden würden. Leider gibt es in unserer Zeit keine Faktoren, die Piraten abschrecken könnten. Täglich rauben und töten Seeräuber. Und das nicht nur auf riesigen Handelsschiffen. Und wie denken Sie, wo sich die meisten dieser Kriminellen aufhalten? Natürlich in der Nähe der wichtigsten globalen Handelswege. Am häufigsten jedoch in Buchten, in denen es am einfachsten ist, Schiffe anzugreifen. Speziell für dieses Video habe ich nach aktuellen Informationen gesucht, wo Piraten häufig anzutreffen sind. Und das habe ich herausgefunden. Die berühmten Piraten aus der Filmreihe Fluch der Karibik sind keineswegs verschwunden. Auf den karibischen Inseln florieren Banditentum und Kriminalität auch heute noch. Es ist ein leichtes, dort auf Piraten zu stoßen. Die wohl bekanntesten Piraten sind jedoch die somalischen Piraten. Sie sind auch die gefährlichsten. Leider liegt Somalia genau dort, wo eine der berühmtesten Handelsrouten der Welt verläuft. Über diese Route, nebenbei, bemerkt, werden etwa 12% aller Waren des weltweiten Handels transportiert. Und ein Stück weiter nördlich befindet sich der berüchtigte Suezkanal, der vor einigen Jahren von einem riesigen Containerschiff blockiert wurde. Damals geriet der weltweite Handel in große Schwierigkeiten und die Preise stiegen praktisch für alles. Somalia liegt genau an dieser Bucht. Für die Bewohner dieses armen Landes gab es also keinen anderen Ausweg, als Piraten zu werden. Dies geschah nach 2005, direkt nach dem Bürgerkrieg im Land. Damals verloren einfache Fischer und Einwohner ihre Arbeit. Aber essen müssen sie trotzdem. Also begannen sie mit kriminellen Aktivitäten und fanden irgendwo eine große Menge Waffen. Ein weiteres Gebiet, in dem moderne Piraten beheimatet sind, ist die Straße von Malakka. Sie befindet sich zwischen Malaysia und Sumatra. Auf dieses Gebiet entfallen etwa 30% aller jährlichen Angriffe auf Schiffe. Diese Banditen kapern heute keine Schiffe mehr. Schließlich ist es unmöglich, so ein riesiges Schiff unbemerkt zu verstecken und dann die ganze Ladung im Wert von Milliarden Dollar auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Stattdessen greifen Piraten einfach Schiffe an, nehmen die Seeleute als Geiseln und fordern Lösegeld. Meistens stehlen sie Geld, Proviant und alles, was sich leicht verkaufen lässt. Es gab viele Fälle, in denen die Angreifer nur das Bargeld, das die Seeleute bei sich hatten und das im Safe lag, mitgenommen haben. Milliarden Dollar erwarten also keinen Piraten. Aber Hunderttausende Dollar sind durchaus möglich. In jedem Fall sind selbst 100.000 Dollar eine sehr große Summe für Handelsunternehmen. Ganz zu schweigen von den Risiken, Versicherungssummen zu zahlen und den nahen Angehörigen der Seeleute, die durch die Hände der Banditen verletzt werden könnten, Entschädigungen zu leisten. Deshalb ist es viel einfacher, alle mit Hilfe von ausgebildeten Söldnern zu schützen. Es gibt weltweit Hunderte von Firmen, die solche Dienstleistungen anbieten. Jeder kann also einen Wachmann nach seinem Budget finden. Ich hoffe, dass dieses Piratenproblem bald ein Ende findet
und man ohne Todesangst in den Ozean und auf das Meer hinausfahren kann. In diesem Video habe ich Ihnen über moderne Piraten berichtet, wie sich Handelsunternehmen und Schiffe vor ihnen schützen und welche Orte im Weltmeer man am besten meiden sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen.